10-mal mehr Tore schießen, auch gegen tiefstehende Gegner. In diesem Video bekommst du 10 Tipps, um Spieler zu schicken für den Spielaufbau und für deinen Abschluss. Tipp Nummer 1, Spielereinläufe schicken, und zwar mit L1 auf der Playstation oder LB auf der Xbox. Kannst du Spielereinläufe schicken? Der Vorteil ist, die Spieler sind da, wo du sie haben willst. Du erzeugst Räume dadurch, dass die Abwehr mit nach hinten geht von dem Gegner. Und kleiner Bonustipp, du kannst auch schon einen Spieler in den Lauf schicken, so wie wir hier Lukas mit Son schicken, noch bevor Lukas den Ball hat und so wirklich absolut unberechenbar werden. Tipp Nummer 2, 3 Spieler, ein Tor. Nicht 2 Girls, 1 Cup hier. Und zwar spielen wir nach einem L1-Trigger um eine Ecke quasi, also einen dritten Spieler an, bevor der geschickte Spieler den Ball bekommt. Du siehst hier mit Eusebio, ich halte L1, passe dann, das heißt Eusebio macht den Lauf. Wir spielen aber erst zu Nani. In der Zeit hat Eusebio Zeit, in den 16er zu gehen, und dann spielen wir von Nani auf Eusebio, deswegen 3 Spieler, ein Tor. Absolut gut, das zu mixen mit dem ersten Tipp, wo du direkt diesen geschickten Spieler anspielst, denn dann wirst du auch wieder ganz schwierig für den Gegner zu durchschauen. Tipp Nummer 3, der Fake Shot. Sehr, sehr gut, um zum Beispiel so wie hier um den Torwart herumzukommen. Du hast das ja sehr, sehr oft, dass der Gegner mit Dreieck oder Y den Torwart manuell rausholt, und dann kannst du ganz schnell mit dem Fake Shot da rumgehen und dann einschieben. Oder auch die zweite Möglichkeit, um in den richtigen Schusswinkel im 16er Richtung langes Eck zu kommen, kannst du auch perfekt den Fake Shot nutzen, und dazu natürlich einfach die Schießen-Taste drücken und dann mit X, also mit der Pass-Taste, abbrechen. Auf der Xbox wäre das dann B und A. Tipp Nummer 04, Spielaufbau über Außen, und zwar nicht, weil wir flanken und köpfen wollen, sondern weil man über Außen am einfachsten nach vorne kommt, dann entweder vor den 16er und den Ball in den 16er reinbringen oder aber direkt durch zur Grundlinie, von der Grundlinie zurück in den Rückraum. So kannst du auch sehr, sehr viele Tore erzielen. 5. Tipp, 1:1 Situation gegen den Torwart. Hier kann ich dir wirklich nur den Lupfer empfehlen. Den Lupfer machst du ja, wenn du L1 drückst und dann Kreis, also die Schusstaste, also LB und B auf der Xbox. Lupfer 2,5 Bar würde ich aufladen. Wenn du ganz nah am Tor bist, vielleicht eher so 1,5, und dann einfach in die Mitte des Tores zielen. Und bei diesen 1-gegen-1 Situationen kannst du hier wirklich super gut über den Torwart kommen. Wie machen wir Tore außerhalb des 16ers? Na klar, nach wie vor mit dem Finesse-Shot. Am besten getimt. Finesse-Shot ist ja, wenn wir R1 oder RB gedrückt halten und dann wieder Kreis oder B, also die Schusstaste drücken. Und dabei am besten in den langen Winkel zielen mit dem linken Stick. Auch wieder so 2,5 Bar auf jeden Fall aufladen. Am allerstärksten sind die Finesse-Shots von außen aus diesem Bereich, also so entlang des 16ers, und für die Finesse-Shots zählen dann ja 2 Stats am allermeisten. Das sind die Schusskraft und die Weitschüsse. Natürlich zielen auch noch Curve und Finesse-Shot, Trade etc. Tipp Nummer 7, Abschluss im Strafraum, und hier wollen wir einen einfachen Power-Shot machen, also einfach die Kreis- oder die B-Taste auf der Xbox, 2,5 Balken aufladen und dann mit dem linken Stick ins lange Eck zielen. Kein besonderes Dingsbums, einfach diesen normalen Schuss. Guck auf jeden Fall, dass du immer eine Ballberührung in die Richtung machst, bevor du schießen willst. Also zum Beispiel nicht mit dem Rücken zum Tor schießen, sondern erst einmal mit dem linken Stick einfach Richtung Tor gucken und dann diesen Schuss ausführen. Nächster Tipp für den Abschluss, nur 90% Schüsse nehmen. Damit meine ich nicht so wie hier, wenn der Weg zum Tor geblockt wird, schießen, weil das sind dann Kontersituationen für den Gegner, sondern lieber nochmal eine Ballberührung, Left Stick Dribbling oder ein Skill-Move wie hier den Elastico nehmen, um in die richtige Position zu kommen, dass der Weg zum Tor frei ist, und dann wie gehabt in die lange Ecke wuchten. Nächster Tipp, die Ballrolle. Sehr, sehr gut, um zum Beispiel einen freien Passweg zu erzeugen, wenn Gegner im Weg ist. Einfach den rechten Stick nach rechts oder links vom Spieler aus gesehen halten und dann genauso gut, um auf den starken Fuß zu wechseln, so wie hier wie Gosens, der hat nur 3 Sterne Weak Foot. Das heißt, ich will lieber den Pass mit dem starken Fuß ausführen. Dafür ist die Ballrolle perfekt. Aber auch, um hier den Ball abzuschirmen, um schnell einen Richtungswechsel zu machen, wenn so ein Gegner auf dich zukommt. Auch da kann ich dir nur die Ballrolle empfehlen, denn ganz schnell ist dann auch dein Körper wieder zwischen dir und dem Gegner, so dass du den Ball abschirmen kannst. Nächster Tipp, Dribbling im Strafraum, und das allererste, was wir vergessen, ist die Sprintentaste. Im Strafraum wollen wir uns eigentlich nur mit dem linken Stick ohne Sprinten vorbewegen. Weitere Möglichkeit ist das Strafe Dribbling im 16er. Dazu einfach die beiden oberen Schultertasten R1 und L1 halten, RB oder RT. Dann hast du den Ball noch enger bei dir, bist noch ein bisschen beweglicher und kannst dann zum Beispiel ausnahmsweise mal die Sprinttaste benutzen, wenn du zum Beispiel mit dem Strafe Dribbling wie hier nach oben gehst, dann mit dem Sprinten raus, freier Weg zum Tor, einfach wieder, wie gerade gelernt, ins lange Eck. 2,5 Balken rein. Offense is funny, Defense makes the money. 10 Defensivfehler und wie du sie verhinderst, zeige ich dir in diesem Video. Abonniere auf jeden Fall den Kanal für mehr Tipps und Taktiken. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.